Moin und herzlich willkommen zu Federstiel und Tintenklecks. Für alle, die neu dabei sind, ich bin Sebastian und heute möchte ich euch ein paar Neuheiten von Kaweco vorstellen. Einige haben das vielleicht schon gesehen im Social Media Bereich irgendwo oder auch auf anderen Kanälen. Aber schaut mal, ja, kommt ruhig ein bisschen dichter ran. Noch dichter, noch ein bisschen dichter. Das ist der neue Mini-Konverter von Kaweco für den Lilliput. Ja, der aufklappbare. Ich zeige euch den. Wir sehen uns am Tisch. Ganz viel Spaß. Hier seht ihr den Mini-Konverter für den Lilliput. Oder überhaupt den neuen Mini-Konverter, den es jetzt gibt von Kaweco. Ich habe jetzt schon mal den Schaft hinten ausgeklappt, weil er ist ja klappbar. Das ist ja dieses neue System, was Kaweco eingeführt hat. Das ist ein bisschen filigran. So. Und wieder ausklappen. Hier ist dann auch so eine kleine Erhöhung drin, dass der auch schön fest bleibt. Und jetzt könnt ihr nämlich auch im Lilliput dann auch Tinten befüllen oder befüllte Konverter mitnehmen. Ich zeige euch mal den ehemaligen Mini-Konverter, den es gab. Das war dieser hier. Vorne sehen sie beide gleich aus. Und dann war hier jetzt der Unterschied, dass wir quasi einen durchgehenden Kolben hatten, der reingeschoben wurde und wieder rausgeschoben wurde. Und wenn ich den jetzt in einem Lilliput reingemacht habe, ist mir vorne die Tinte rausgespritzt, weil der Schaft hinten zu lang war. Und das System wurde jetzt mit diesem klappbaren Mechanismus verbessert. Jetzt passt der jetzt auch hier in den Lilliput rein. Aber jetzt habe ich euch das nur gezeigt. Es gab ja dieses Jahr auch einen neuen Lilliput, nämlich diesen türkisen. Den zeige ich euch auch mal. Den hat mir Kaweco auch zur Verfügung gestellt für dieses Review. Normale Aluminiumbox, wie wir sie so kennen. Und hier ist dann der Lilliput drin. Coole Farbe, leuchtet richtig schön sommerlich, gefällt mir richtig gut. Ich habe den hier mit einer M-Feder. Und wenn wir den alten Konverter, Patrone war mit bei, den alten Konverter, ich habe jetzt den Kolben ganz draußen. Wenn ich den jetzt hier einsetze, den Konverter, seht ihr schon, wird schwierig. Und wenn ich das jetzt mache, so, ich schraube den auch mal zu, damit wir den kompletten Abstand haben. Dann geht er quasi um die Hälfte wieder rein und vorne kommt die Tinte rausgeschossen, wenn ihr das nicht bedacht habt. Und jetzt guckt mal, das ist genau die Länge wie der neue faltbare Kolben hinten. Jetzt könnt ihr nämlich trotz alledem den Konverter einsetzen. Müsst natürlich dran denken, nach dem Auffüllen das einzuklappen. Dann könnt ihr den aufsetzen und ohne Probleme zuschrauben, weil er ist ja umgefaltet. Kann nichts passieren. Und das ist jetzt die Neuheit, die Kaweco rausgebracht hat, dass ihr jetzt den Lilliput auch mit einer Tinte aus dem Glas befüllen könnt. So, was gab es noch an Neuheiten dieses Jahr? Wir haben neue Etuis bekommen. Einmal aus einem Kunstleder, ein Apfelleder. Das ist so schwarz und dann hat das hier so, ja, so wie Leineneffekt drauf mit dem Schriftzug Kaweco. Dann ist hier noch eine Naht drumherum in der schwarzen Farbe, also einfarbig. Ein veganes Leder ist hier nochmal extra geprägt. Und hier passt dann genau ein Lilliput rein. Also ihr seht, hier innen ist wie so ein Filz. Na, ich habe es noch nicht aufgehabt, das ist noch quasi jungfräulich. Deswegen geht es jetzt auch noch ein bisschen schwerer. Und hier passt jetzt ein Lilliput rein. Dann gibt es auch noch Korkleder. Ist jetzt ein bisschen größer.
von der Länge her ähnlich. Ne, schaut mal. Ähnlich wie die Innennaht. Und dieses Etui oder dieses Sleeve ist auch vegan, aus Kork. Nennt sich Korkleder bei Kaweco und dieses ist nur so eine Beschichtung. Unten drunter ist ein Stoffgewebe. Und hier passt ganz bequem ein Lilliput rein, aber das ist ein Doppeletui für 2 Lilliput. Jetzt hole ich mal noch einen Lilliput raus. So, hier ist der zweite Lilliput. Hier ist Messing. Und der passt jetzt hier noch daneben. Ein Sleeve für 2 Lilliput. So, was haben wir noch? Dasselbe in Apfelleder und in Korkleder für den Kaweco Sport. Das sind jetzt die Einer. Und jetzt sagt er natürlich, okay, da ist ja quasi genau die gleiche wie für die 2 Lilliput. Nee. Schaut mal. Da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Das für den Sport ist größer. Von der Breite her nicht. Aber ihr könnt jetzt nicht das Lilliput Sleeve nehmen für den Sport. Da solltet ihr schon das Sport Sleeve für benutzen. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das mit dem Sport aussieht. Hier habe ich einen Kaweco AL Sport in Gold. Und der kommt in den Einer Sleeve rein. Das sind beides Einer Sleeve, keine Doppelsleeves. Und hier hat er natürlich schön viel Platz und ist geschützt komplett. Ich zeige euch auch nochmal, wie das dann in dem Kork aussieht. So. Ist richtig schön glatt, also ihr braucht keine Angst haben, dass irgendwas rausblättert oder so. Das ist wirklich eine Fläche, wirklich eine Einheit. Das ist sehr weich und angenehm. Wenn ihr Kork kennt, wisst ihr, was ich meine. Dieses weiche, fantastische Gefühl. Das hier ist schon ein bisschen robuster. Das hält wahrscheinlich auch ein bisschen was aus. Das ist eher so ein kleiner Handschmeichler hier. Und wir können auch mal gucken, ob das 2er Lilliput ausreichend ist für den AL Sport. Und ihr seht, die Länge ist dann tatsächlich das, was es nachher ausmacht. Also es ist jetzt wirklich im Anschlag unten. Passt leider nicht. Also sorgt dafür, dass ihr tatsächlich das Richtige kauft. Wenn ihr sowas haben wollt. Dann passt es auch mit der Länge hier. Und hier dann auch im Einer Lilliput. Das sieht schon cool aus. Oder hier eben im 2er. So. Echt coole Sache. Ja, also alle, die jetzt immer noch gewartet haben und sich die Patronen selber befüllt haben, sind natürlich jetzt mit dem neuen faltbaren Konverter hier jetzt auf der Gewinnerseite. Jetzt könnt ihr, ohne dass ihr mit eurer Tinte rumsaut, hier den Lilliput befüllen. Die Füllmenge ist die gleiche, habt ihr ja gesehen. Und immer dran denken, bevor ihr den zuschraubt, umfalten. Ansonsten habt ihr die gleiche Sauerei wie vorher auch. Aber ihr könnt jetzt den Lilliput richtig schön mit eurer Tinte individuell nachfüllen. Finde ich super. Ja, das waren so die Neuheiten von Kaweco dieses Jahr. Nochmal hier aufgereiht. Die Sleeves für den Lilliput und den Sport in Apfelleder und in Korkleder. Und für den Lilliput genau das gleiche. Ein Einer, ein Zweier. Dann haben wir hier, der ist nicht neu, den nehmen wir mal zur Seite. Hier den türkisen Kaweco Lilliput Füller. Den gibt es auch als Tintenroller. Und Kugelschreiber bin ich der Meinung, war glaube ich auch mit bei. Ja. Vielen Dank an Kaweco für die Überlassung dieser Testmuster. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Besonders die Sleeves sind wirklich, wirklich schön. Die gefallen mir richtig gut. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt kreativ, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.